Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Der Liga A-Spieler des Monats Oktober wurde gewählt und diese Auszeichnung hat sich Lucas Paqueta mit seiner Leistung verdient. Und somit löst er den Vormonatssieger Fofana ab. Wir schauen uns die neue Spielerkarte des Brasilianers im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch das Spieler ca. 120 bis 125.000 Coins. Der erste Blick auf die Karte verrät uns, er hat einen Positionswechsel erhalten. Seine Goldspielerkarte, die übrigens 81 bewertet ist, das ist ein ordentliches Upgrade, hat die Position des zentralen Mittelfeldspielers. Also gab es hier einen Positionswechsel und das vermutlich, ja, da er bei Olympique Lyon auf der Position des Stürmers vielleicht gespielt hat. Das könnt ihr mir gerne verraten. Ich habe die Liga jetzt im letzten Monat nicht so stark verfolgt, aber vermutlich ja aufgrund dessen oder weil er einige Tore geschossen und vorbereitet hat. Auf jeden Fall von den Werten her sieht er mir aus wie ein klassischer Achterspieler. Also ein perfekter Box-to-Box-Spieler. Ich will nicht perfekt sagen, denn soweit haben wir noch nicht geguckt. Aber die Arbeitsraten hoch gefallen mir schon mal sehr. Auch, dass er einen starken linken Fuß hat, das sieht man nicht so häufig und kann man ruhig hervorheben. 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Hierbei ist natürlich zu erwähnen, 3 Sterne schwacher Fuß ist natürlich ein kleines Handicap. Ansonsten, Brasilianer lässt sich natürlich auch ligenübergreifend sehr, sehr gut verlinken. Ansonsten von den Stats her, er bringt viel Ausdauer mit. Dribblingwerte sehen für die Position, die er vielleicht jetzt gerade innehält, nicht perfekt aus, aber für die Position, wo man ihn vielleicht einsetzt, als ZM, vielleicht sogar als ZTM, finde ich das sehr, sehr stark. Passspiel sieht auch gut aus, Schusswerte auch für diese Position, er bringt eigentlich alles mit. Kleines Handicap hat er natürlich beim Tempo, aber hier kann man entgegenwirken, indem man ihm vielleicht einen Shadow oder einen Anchor gibt, vielleicht einen Engine, je nachdem wo und wie man ihn spielt. Ansonsten hat er sehr, sehr interessante Trades auch. Grätschen in Verbindung mit Flair- und Außenrissschuss sieht man auch nicht so häufig. Also ich habe es bisher noch gar nicht gesehen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die SBCs an. Wir haben 3 an der Zahl und Packs gibt es auch zurück. Zum Beispiel hier haben wir ein Prime Electrum Spieler Pack im Wert von 20.000 Coins. Sollte man sich allerdings nicht schönreden, aber man nimmt es gerne als i-Tüpfelchen gerne obendrauf mit, wenn man diese SBC ohnehin abgeschlossen hätte. Dann würde ich sagen, rein in die erste SBC und die sieht wie folgt aus mit den Bedingungen: Brasilien mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 30 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen und dann sollte natürlich der Liga POTM des Monats November folgen. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 26.000 Coins. Und das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Liga A. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Liga A Uber Eats, mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 75 und hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Circa 28.000 Coins müssen wir dafür aufwenden. Okay, dann die letzte SBC und dann haben wir es schon geschafft und ihr könnt Lucas Paqueta euer eigen nennen. Zumindest in der POTM-Version. Team of the Week
mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und hier ebenfalls natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir ein letztes Mal gemeinsam durch. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 70.000 Coins. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und Glückwunsch an euch an diese Karte. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hätte ich ein Ligue A Team, würde ich es mir tatsächlich überlegen, auch diesen Spieler vielleicht ja, mit in mein Team zu integrieren. Sieht sehr vielversprechend aus. Ich denke, ja, so viele werden die nicht abschließen, aber dennoch ist es auf jeden Fall eine sehr interessante und gute Karte. Vielleicht 50.000 oder sagen wir mal 30.000 Coins zu teuer. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen konnte, dass ihr mir helfen könnt. Vielleicht mit einem Like oder Kommentar würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Vor allem, das wäre gut für den YouTube-Algorithmus. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne auch komplett kostenfrei abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.